Vor einem Jahr hat Rosemarie Beck ihr Amt als Rektorin der HKA angetreten. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal kurz bei ihr nachzufragen, wie es gerade so läuft. Was hat Sie damals überrascht, als Sie an die HKA gekommen sind? Eigentlich sind meine Erwartungen erfüllt worden. Das ist eine lehr-, forschungs- und transferstarke Hochschule mit einer richtig soliden Substanz an Lehrenden, Studierenden, an Personen, die hier arbeiten. Die Hochschule Karlsruhe hat eine sehr gute Reputation in Baden-Württemberg und auch in der Stadt Karlsruhe, sodass ich total zufrieden bin, hier zu arbeiten. Eine Sache hat mich allerdings überrascht und beeindruckt. Und zwar stelle ich fest, dass unsere Professoren und Professorinnen aus der Wirtschaft kommen und dabei hohe Einkommenseinbußen hinnehmen, um bei uns zu lehren und unseren Studierenden ihr Wissen und ihre Verbindung zur Wirtschaft, aus der sie kommen, zur Verfügung stellen. Das ist schon beeindruckend. Und wie war das erste Jahr bei uns? Es ist gut gelaufen dieses Jahr. Ich meine, es gibt eine riesige Fülle von Aufgaben. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, dass man einfach jeden Tag ganz viele verschiedene Themen hat. Das macht aber auch Spaß. Ich muss wirklich sagen, das belebt, das bringt mir Energie, sowas zu machen. Toll ist mein Rektoratsteam. Das muss ich wirklich sagen. Also mein Prorektor Quint, mein Prorektor Neumann, mein Kanzler Reichert. Wir können uns einfach in jede Situation aufeinander verlassen. Und dahinter steht ein Rektoratsstab, da stehen Sekretariate, da stehen die Dezernatsleiterinnen und Leiter, auf die wir uns einfach auch verlassen können. Welches war das größte Problem, das Sie lösen mussten? Also ich glaube, die größte Krise, die wir hatten, ist der Brand der Aula. Das war an dem Tag, wo wir gleichzeitig Strategietagung hatten mit der Hochschule. Wir saßen also alle außerhalb von Karlsruhe, es gibt Unruhe im Saal und dann stellt sich raus, es brennt. Wir haben seither keine Aula mehr, keine Bibliothek mehr, wir haben keine Cafeteria mehr. Und seither haben sich also alle mächtig ins Zeug gelegt, inklusive Studierendenwerk, Gebäudemanagement, die haben wirklich geschuftet. Und jetzt haben wir pünktlich zum Semesterbeginn, am 17.03. eröffnet das Studierendenwerk im Steinbeißhaus eine Cafeteria. Es gibt einen Kaffeewagen beim B-Gebäude. Die Bibliothek ziehen wir im Sommersemester auch ins Steinbeißhaus. Wir kriegen ein Provisorium hier in die Kulturgrube. Und es hat wie einen Schub gegeben, dass wir jetzt Dinge neu denken und jetzt aufmachen. Wir haben zwar keine Aula mehr, wir wissen auch nicht wie lange, aber wir haben Ersatz geschaffen. Und das geht auch nur mit einem engagierten Team. Welche Projekte im Studienbetrieb und in der Verwaltung sind denn aktuell geplant? Die Erneuerung des WLAN, das machen wir gemeinsam mit den Fakultäten. Die Dekane und das Rechenzentrum haben gesagt, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen, das machen wir. Dann geht es um die Digitalisierung vieler Prozesse. Das läuft auch. Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir die Studieneingangsphase so gestalten können, dass Studierende leichter Zugang finden zum Studium und wie sie dann auch besser begleitet werden können, um das Studium erfolgreich abzuschließen. Wir haben eine ganz schlanke Prozessstruktur aufgesetzt, mit der Transformationsprojekte an der Hochschule Karlsruhe autonom laufen können. Das nennt sich Mein HKA-Projekt. Und da kann man eigenständig Dinge sozusagen in Gang setzen, von denen man denkt, die müssen jetzt mal passieren. Das können alle mitmachen, Studierende, Lehrende, Mitarbeitende. Wie gut ist die HKA momentan aufgestellt? Also die Hochschule Karlsruhe entwickelt sich sehr erfreulich. Wir können stolz vorweisen, dass unsere Studierendenzahlen steigen. Leicht, aber sie steigen. Sie sind mindestens konstant und das ist ein gutes Zeichen. Die Finanzsituation ist konsolidiert. Wir wissen, was wir haben. Wir wissen über die Hochschulvereinbarung, die wir demnächst mit dem Land schließen, auch, wie es weitergehen kann. Wir haben ein gutes Drittmittel, ein solides Drittmittelaufkommen, und zwar mit Mitteln sowohl aus der Forschung als auch für die Lehre. Da kann ich nur sagen, eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie es läuft. Und jetzt bitte noch ein Tipp für die neuen Erstsemesterstudierenden. Wir freuen uns, dass Sie bei uns hier studieren. Ein Studium bei uns ist auch die Zeit, wo Sie mehr als nur fürs Leben lernen, sondern Sie schließen auch Freundschaften fürs Leben. Das ist eine Zeit, wo man sich entwickeln kann. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, legen Sie los.